Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, hier zu einem weiteren How-to-Anwendungsvideo bei Leister. Herzlich willkommen. Mein Name ist Attila Heller und ich freue mich, dass ich euch begrüßen darf. Heute sind wir im Kunststoffbehälterbau unterwegs mit unserem Triac AT und im Bereich des Heftens von Kunststoffplatten und auch des Ziehschweißens. Und grundsätzlich, ihr kennt es wahrscheinlich, kann ich das machen, indem ich hier mit unserem Triac arbeite und die Rohdüse verwende. Dazu die Heftdüse, die ich dann hier aufstecke, um das Material zu heften. Und nachdem dieser Vorgang abgeschlossen ist, benötige ich hier meine Schnellschweißdüse, die ich dann genauso auf die Rohdüse aufsetze und dann den Draht zum Verschweißen hier oben durch die Öffnung einführe. Das heißt, ich muss nach dem Heften jedes Mal die Düse wechseln. Tatsächlich gibt es dafür eine Alternative und das habe ich schon mal vorbereitet und möchte euch, wie gesagt, heute gerne zeigen. Auf meinem Triac AT befindet sich eine sogenannte Kombidüse und das Schöne ist, dass ich also sowohl heften als auch schweißen kann, ohne die Düse tatsächlich zu wechseln. Das hier ist mein Heftschnabel, den brauche ich zum Heften. Und wenn ich ihn nicht benötige, das heißt also, wenn ich tatsächlich jetzt schweißen möchte, dann nehme ich den Schnabel einfach nach unten weg oder klicke ihn jetzt hier in dem Sinne wieder nach oben, weil wir die Platten ja jetzt erstmal anheften wollen. Und wie das Ganze im Arbeitsprozess vor sich geht, das zeige ich euch jetzt sehr gerne. Bedeutet, ich habe jetzt hier schon mal was vorbereitet, das sind PE-Platten und bevor wir eben dementsprechend schweißen, muss ich sie heften. Nachdem ich hinten meine Platte geheftet habe, mache ich das Ganze vorne auch nochmal. Wichtig hierbei ist immer zu beachten, dass der Winkel richtig eingehalten wird. Und wir werden jetzt gleich sehen, mit einem Handgriff habe ich sozusagen meine Heftdüse gewechselt, da es ja eine Kombidüse ist, zu einer Schnellschweißdüse, indem ich jetzt hier einfach mit Hilfe eines Schraubenziehers die Heftschnabel rumdrücke. So, jetzt nehme ich meinen Schweißdraht, auch aus demselben Material, erwärme hier vorne meine beiden Kunststoffplatten, füge den Draht über die Öffnung ein und wenn er anfängt leicht klebrig zu werden, dann weiß ich, okay, jetzt kann ich mit meinem Ziehschweißprozess oder Verfahren beginnen. Gucke, dass das vom Winkel schön passt und das sieht doch ganz gut aus. Drücke also von oben den Schweißdraht nach und ziehe mein Handgerät nach hinten im gleichmäßigen Rhythmus weg. Extra weißen Draht genommen, damit man hier den Unterschied auch gut erkennen kann. So, und damit sind wir auch schon durch. Ich wünsche alles Gute und sage in dem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.